Als kleines Mädchen hasste Marie-Louise Napoleon. Sie gab ihrem hässlichsten Holzsoldaten den Namen Bonaparte, stach mit Nadeln auf ihn ein und warf ihn ins Feuer. Wenige Jahre später wurde sie seine Frau. Nach seinem Sturz kehrte sie nicht zu ihm zurück und schließlich trennte sie sich sogar von ihrem eigenen Sohn. Wie konnte es dazu kommen? Und wer war Marie-Louise wirklich? Als Marie-Louise am 12. Dezember 1791 in der Wiener Hofburg geboren wurde, schien ihr Leben bereits vorgezeichnet. Als Tochter des späteren Kaisers Franz II. Gehörte sie zum mächtigsten Herrscherhaus Europas, den Habsburgern. Gemeinsam mit ihren Geschwistern verbrachte sie eine glückliche Kindheit. Sie lernte Sprachen und Musik, spielte in den Sälen der Hofburg und ahnte nicht, wie sehr sich ihr Leben schon bald verändern würde. Doch diese unbeschwerte Kindheit fand ein jähes Ende. Immer wieder erschütterten Napoleons Feldzüge Europa. 2-mal musste die kaiserliche Familie überstürzt aus Wien fliehen. In der Hofburg herrschte plötzlich hektisches Treiben. Diener eilten durch die langen Gänge, Kutschen wurden vorbereitet, Kisten gepackt. Während die Erwachsenen über Krieg und Niederlagen sprachen, verstand die kleine Marie-Louise nur eines: Immer wenn der Name Napoleon fiel, musste ihre Familie ihre Heimat verlassen. Am Wiener Hof galt Napoleon als der größte Feind des Hauses Habsburg. Er war der Mann, der Österreich immer wieder besiegt, Wien besetzt und das Kaiserhaus an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatte. Diese Geschichten begleiteten Marie-Louise durch ihre ganze Kindheit. Wenn sie mit ihren Geschwistern Krieg spielte, griff sie immer wieder nach demselben Holzsoldaten, dem hässlichsten von allen. Sie gab ihm den Namen Bonaparte. Mit ihren kleinen Händen stach sie immer wieder Nadeln in die Holzfigur, beschimpfte sie voller Wut und warf sie schließlich in den Kamin, wo die Flammen sie verschlangen. Für Marie-Louise war Napoleon kein berühmter Feldherr, er war das Monster ihrer Kindheit, der Mann, der ihre Familie immer wieder zur Flucht zwang. Kaum jemand hätte damals ahnen können, dass genau dieser Name ihr eigenes Leben eines Tages für immer bestimmen würde. Anfang des Jahres 1810 war Marie-Louise 18 Jahre alt. Sie war eine ruhige, eher schüchterne junge Frau. Sie sprach mehrere Sprachen, zeichnete gern und führte bis dahin ein vergleichsweise zurückgezogenes Leben am Wiener Hof. Währenddessen beherrschte ein Mann fast den gesamten Kontinent. Napoleon Bonaparte hatte einen europäischen Herrscher nach dem anderen besiegt. Auch Österreich war seinen Armeen mehrfach unterlegen gewesen. Für die Habsburger war er nicht nur ein mächtiger Kaiser, sondern noch immer der gefährlichste Feind ihres Reiches. Doch Napoleon hatte ein Problem. Er herrschte über ein Weltreich, hatte aber keinen Erben. Seine Ehe mit Josephine war von tiefer Zuneigung geprägt, doch sie blieb kinderlos. Schweren Herzens entschloss sich Napoleon zur Scheidung, nicht weil er Josephine nicht mehr liebte, sondern weil er einen Sohn brauchte, der eines Tages sein Reich übernehmen konnte. Nun begann die Suche nach einer neuen Braut. Sie sollte jung sein, aus einem der ältesten Herrscherhäuser Europas stammen und dem neuen Kaiserhaus die dynastische Anerkennung verschaffen. Zur gleichen Zeit suchte Österreich verzweifelt nach einem Ausweg aus seiner schwierigen Lage. Nach den Niederlagen gegen Frankreich brauchte das Habsburger Reich vor allem eines: Frieden. Für Staatskanzler Metternich, den großen Strategen der österreichischen Außenpolitik, zeichnete sich ein Plan ab. Er wollte den gefährlichsten Feind Österreichs durch eine Heirat an das Haus Habsburg binden. Aus einem politischen Gegner sollte ein Mitglied der eigenen Familie werden. Der Preis für diesen Frieden war Marie-Louise. Wenige Tage zuvor hatte Marie-Louise einer Freundin geschrieben:
Sie sei bereit, ihr persönliches Glück dem Wohl des Staates zu opfern. Wahres Glück, so schrieb sie, bestehe darin, seine Pflicht zu erfüllen, selbst dann, wenn sie den eigenen Wünschen widerspreche. Nun gab es kein Zurück mehr. Tag für Tag rollte der lange Zug der Kutschen Frankreich entgegen. Doch während Marie-Louise ihrem Schicksal entgegenfuhr, geschah auf der anderen Seite etwas völlig Unerwartetes. Ausgerechnet Napoleon wurde nervös. Je näher ihre erste Begegnung rückte, desto häufiger erkundigte er sich nach seiner zukünftigen Frau. Plötzlich wurde auch sein eigenes Äußeres wichtig. Er ließ sich neue Kleidung schneidern, achtete stärker auf sein Erscheinungsbild und nahm sogar Tanzunterricht. Einer Überlieferung zufolge soll er damals sogar gesagt haben: »Jetzt muss ich liebenswürdig werden.« Kaum zu glauben. Der Mann, der halb Europa beherrschte und Könige vom Thron gestürzt hatte, machte sich plötzlich Gedanken darüber, ob er seiner zukünftigen Ehefrau gefallen würde. Ihre erste Begegnung verlief völlig anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Eigentlich sah das strenge Hofzeremoniell vor, dass sich beide erst im Schloss von Compiègne begegnen sollten. Doch Napoleon hielt das Warten nicht mehr länger aus. Er ritt seiner zukünftigen Frau entgegen. Als ihre Kutsche an einer Poststation hielt, öffnete sich plötzlich die Tür. Ein völlig durchnässter Mann stieg ein, setzte sich neben sie und begrüßte sie herzlich. Marie-Louise erschrak. Sie erkannte den Fremden nicht. Erst ihre Begleiterin flüsterte: »Majestät, das ist der Kaiser.« Marie-Louise blickte ihn überrascht an. Nach einem kurzen Moment lächelte sie und sagte: »Sire, ihr seht viel besser aus als auf euren Porträts.« Vielleicht war genau das für Marie-Louise die größte Erleichterung. Wenig später wartete bereits die nächste Überraschung auf sie. Beim Abschied an der Grenze hatte sie ihren kleinen Hund, ihren geliebten Kanarienvogel und sogar ihre angefangene Stickarbeit zurücklassen müssen. Es waren die letzten Erinnerungen an ihre Heimat. Als sie ihre Gemächer betrat, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Napoleon hatte dafür gesorgt, dass ihr kleiner Hund, ihr Vogel und sogar ihre Stickarbeit nach Frankreich gebracht worden waren. Zum ersten Mal begann das Bild zu bröckeln, das Marie-Louise ihr ganzes Leben von Napoleon gehabt hatte. Schon kurz darauf schrieb sie ihrem Vater nach Wien. Darin berichtete sie, Napoleon begegne ihr mit großer Freundlichkeit. Je besser man ihn kennenlerne, schrieb sie, desto liebenswerter erscheine er. Aus Angst wurde Neugier und aus Neugier entstand langsam Zuneigung. Am 2. April 1810 wurde Marie-Louise im Louvre feierlich zur Kaiserin der Franzosen gekrönt. Sie lebte in prachtvollen Schlössern, trug kostbare Gewänder und besaß allen erdenklichen Luxus. Doch trotz all des Glanzes gehörte persönliche Freiheit nicht dazu. Es war ein Leben in einem goldenen Käfig. Trotzdem erfüllte sie ihre Aufgaben mit großem Pflichtbewusstsein. Napoleon schenkte ihr immer größeres Vertrauen. Am 20. März 1811 brachte Marie-Louise nach einer langen und schweren Geburt einen Sohn zur Welt. Für Napoleon war dies einer der glücklichsten Tage seines Lebens. Der kleine Prinz erhielt den Titel König von Rom und galt als der lang ersehnte Erbe des Kaiserreiches. Als Napoleon 1813 erneut in den Krieg zog, übertrug er Marie-Louise die Regentschaft über Frankreich. Mit nur 22 Jahren vertrat sie nun offiziell den Kaiser. Doch während sie ihre neue Aufgabe erfüllte, begann Napoleons Weltreich zu zerbrechen. Der Russlandfeldzug war gescheitert. Nach der Völkerschlacht bei Leipzig rückten die alliierten Armeen immer näher auf Frankreich zu. Schließlich standen sie vor den Toren von Paris.
Marie-Louise wollte die Hauptstadt zunächst nicht verlassen, doch Napoleon bestand darauf, dass sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn in Sicherheit gebracht wurde. Wieder einmal musste sie sich fügen. Unter Tränen verließ sie Paris. Sie ahnte nicht, dass es der Abschied für immer sein würde. Denn als Napoleon wenig später abdanken musste und auf die Insel Elba verbannt wurde, hatten sich die Wege des Kaiserpaares bereits getrennt. Marie-Louise wusste in diesem Augenblick nicht, dass sie ihren Ehemann nie wieder sehen würde. Napoleon hoffte bis zuletzt, seine Frau und seinen kleinen Sohn bald wiederzutreffen. Immer wieder schrieb er Marie-Louise Briefe und bat sie, mit dem gemeinsamen Kind nach Elba zu kommen. Doch in Wien verfolgte man ganz andere Pläne. Kaiser Franz und Staatskanzler Metternich wollten unter keinen Umständen zulassen, dass die Tochter des Hauses Habsburg an Napoleons Seite zurückkehrte. Sie drängten Marie-Louise, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen und in Österreich ein neues Leben zu beginnen. Für die junge Kaiserin muss es eine furchtbare Entscheidung gewesen sein. Auf der einen Seite stand ihr Ehemann, auf der anderen Seite ihr Vater und zwischen beiden ihr kleiner Sohn. Der König von Rom blieb in Wien. Dort erhielt er später den Titel Herzog von Reichstadt und wuchs unter der Aufsicht des österreichischen Hofes auf. Für Österreich war er weit mehr als nur der Enkel des Kaisers. Er war Napoleons rechtmäßiger Erbe. Sollte sich eines Tages in Frankreich erneut eine Bewegung bilden, konnte dieser Junge zum Symbol einer neuen Herrschaft werden. Deshalb wollte Österreich ihn unter allen Umständen unter eigener Kontrolle behalten. Für Marie-Louise bedeutete das eine nahezu ausweglose Situation. Wäre sie zu Napoleon nach Elba gegangen, hätte sie ihren Sohn vermutlich zurücklassen müssen. Blieb sie dagegen in Österreich, verlor Napoleon seine Frau. Vielleicht hatte sie in Wahrheit nie eine freie Wahl. Schließlich schickte man sie nach Aachen. Dort wartete bereits der österreichische General Adam von Neipperg. Offiziell sollte er sie begleiten und beschützen. Doch schon bald sollte er ihr Leben auf eine Weise verändern, die damals niemand hätte vorhersehen können. Mit dem Wiener Kongress begann für Marie-Louise ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie erhielt das Herzogtum Parma und zog im Jahr 1816 als erst 25-jährige Herzogin in ihre neue Heimat ein. Zeitgenossen berichten, dass sie sich mit großem Pflichtbewusstsein um ihr Land kümmerte und sich ernsthaft für das Wohl ihrer Untertanen einsetzte. Auch Adam von Neipperg blieb an ihrer Seite. Aus dem Mann, der sie ursprünglich begleiten und beschützen sollte, war längst ihr engster Vertrauter geworden. Gemeinsam bekamen sie mehrere Kinder. Kurz nachdem Marie-Louise die Nachricht vom Tod Napoleons auf St. Helena erhalten hatte, heirateten die beiden im Jahr 1821. Als Neipperg 1829 starb, traf sie dieser Verlust schwer. Erneut musste sie Abschied von einem Menschen nehmen, der ihr in einer schwierigen Zeit Halt gegeben hatte. Doch damit war die Tragödie noch nicht zu Ende. Auch ihrem Sohn war kein langes Leben vergönnt. Im Jahr 1832 starb der Herzog von Reichstadt im Alter von nur 21 Jahren an Tuberkulose. Der kleine König von Rom wurde zum Spielball einer europäischen Politik und bezahlte dafür den höchsten Preis. Am 17. Dezember 1847 starb Marie-Louise im Alter von 56 Jahren. Beigesetzt wurde sie in der Kapuzinergruft in Wien, jener Stadt, in der ihre Geschichte einst begonnen hatte. Als kleines Mädchen hielt Marie-Louise Napoleon für ein Monster. Am Ende ihres Lebens hatte sie einen Ehemann, einen Sohn und ihre Heimat verloren.
Vielleicht war sie weder Heldin noch Verräterin. Vielleicht war sie vor allem eine Frau, deren Leben immer wieder von den Entscheidungen anderer bestimmt wurde.